und ganz herzlich willkommen hier zum Vorschauvideo für den 41. Hafenspielplatz Januar am Dares Teil 1. Du hast eben gerade im Vorspann genau diesen Teil 1 eines Stückes gehört, was ich mal vor vielen Jahren geschrieben habe in einem Winterurlaub am Dares, und das war im Januar. Und mit diesen Elementen werden wir beim 41. Hafenspielplatz spielen, und zwar wie folgt. Das Stück besteht eigentlich nur aus 3 verschiedenen Rhythmusmustern in der Basshand, aus 2 Akkordfolgen, von denen du eben gerade eine gehört hast, die erste nämlich vom A-Teil, und komplementären Rhythmusmustern in der oberen Hand, die dann mit bestimmten Tonfolgen ablaufen. Und was werden wir tun in diesem 41. Hafenspielplatz? Naja, wir werden uns an diese Art zu spielen Schritt für Schritt annähern, indem wir zunächst mal jedes einzelne dieser 3 verschiedenen Rhythmusmuster in der Basshand systematisch üben. Und zwar in Kombination mit jeweils einem Rhythmusmuster in der Melodiehand, was zusammen mit der Basshand eine Verschachtelung, einen Verschachtelungsrhythmus oder auch einen Komplementärrhythmus bildet. Und das ist so typisch für meinen Spielstil. Das heißt, wenn du das magst, wie das klingt, wenn ich spiele, wenn ich improvisiere, dann wirst du diesen Hafenspielplatz auch mögen, denn da verrate ich dir sozusagen mein Geheimnis, wie ich das mache, dass diese Schwerelosigkeit und dieses leicht Schwebende in die Musik reinkommt. Ne? Also, dass man halt nicht immer die gleichen Rhythmen spielt, sondern dass eben durch rhythmischen Variantenreichtum du genau diesen Charakter eben erzeugen kannst. Und es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört, und es ist ehrlich gesagt viel leichter, als es sich im Notenbild liest. Was brauchst du, um mitmachen zu können? Also du brauchst eine Harfe in S-Dur. Der Tonumfang deiner Harfe ist nahezu egal, denn du kannst das Ganze egal in welcher Oktave spielen, und wenn du kleine Griffe wählst, also die Griffe sind auch egal, nur der Rhythmus ist jetzt hier wichtig, wenn du kleine Griffe wählst, kannst du auch auf sehr kleinen Harfen das Ganze machen. Ja? Du solltest nicht mehr totaler Anfänger sein, also Fingersatzbildung zum Beispiel und auch so ein bisschen Vorerfahrung mit Koordination der Hände wäre gut, wenn du es mitbringen würdest. Ansonsten tasten wir uns wirklich ganz systematisch und ganz Schritt für Schritt an die Sache ran, sodass dass du keine Angst haben musst, das kannst du auf jeden Fall spielen. Du bekommst für diesen Hafenspielplatz tatsächlich auch schriftliches Kursmaterial, falls du es auch mal auf dem Blatt sehen möchtest, wie diese zeitlichen Abläufe sind. Ja, das wird dann vielleicht jemandem helfen, der gerne auch was aufgeschrieben sieht. Und natürlich kannst du wie immer auch dann mit dem Mitschnitt nochmal arbeiten. Das hat ja den Vorteil, dass du das Video überall stoppen kannst, wo dir irgendwas zu schnell ging, oder du kannst es langsam ablaufen lassen, um das nochmal in einem ganz langsamen Tempo genau nachvollziehen zu können. Und ich freue mich, wenn du mitmachst. Ich habe dir hier unter dem Video verlinkt, wie du dich anmelden kannst. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen für dich und sag bis dahin, deine Stefanie Bieber.